Hi, schön, dass du da bist. Heute schauen wir uns an Passwortmanager im Vergleich. Und zwar stelle ich dir 5 Passwortmanager vor, zeige dir die Vor- und Nachteile und ja, ich gebe dir gleich mal einen Input. Und zwar, ist ein Passwortmanager überhaupt sinnvoll? Diese Frage stellst du dir vielleicht und ich kann diese Frage ganz klar beantworten und zwar mit einem Ja. Passwortmanager sind auf jeden Fall sinnvoll. Denn Hacker haben ein leichtes Spiel, Passwörter aus dem Browser auszulesen, wenn du sie vielleicht da gespeichert hast, oder auch generell, wenn sie einfach in einer Textdatei auf dem Computer gespeichert werden. Genau. Dann zeige ich dir zum Schluss auch noch den Passwortmanager, den ich persönlich verwende. Und ja, ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich wünsche dir mega viel Spaß mit dem Video und let's go! Cybersecurity. Be part of IT. Okay, dann beginnen wir mit dem Passwortmanager-Vergleich und ja, ich zeige dir erstmal, was für dich enthalten ist. Einmal schauen wir uns die Funktionen an, dann die Vor- und Nachteile, dann das Design und dann die Preise. Genau, let's go. Gut, welche Produkte werden überhaupt analysiert? Einmal OnePassword, einmal Dashlane, Sticky Password, Roboform, Kaspersky und LastPass. Dann schauen wir uns an die Kompatibilität, schweres Wort, aber ja, die ist eigentlich ziemlich ähnlich überall, nur bei manchen gibt es eben kein Linux. Und unter Linux zählt leider auch Chrome OS. Gut, dann schauen wir uns die Synchronisation an, die ist auch eigentlich relativ ähnlich. Wir haben hier noch die Möglichkeit über iCloud und Dropbox zu synchronisieren, also zwischen mehreren Geräten. Und ja. Dann haben wir hier halt eben noch eine Möglichkeit, das Ganze lokal zu speichern und zu verschlüsseln. Hier die Verschlüsselung ist auch überall dieselbe, die ist auch stark. Und ja. Dann haben wir natürlich auch einen Passwortgenerator in einem Passwortmanager und die haben auch alle Produkte enthalten. Dann haben wir hier einen kleinen Unterschied und zwar die Importfunktion von Browsern. Die ist bei Passwort One oder OnePassword leider nicht enthalten. Genau. Der Rest hat alle Funktionen, also man kann von anderen Passwortmanager importieren und eben auch vom Browser. Dann haben wir natürlich die Passworterfassung, die ist überall da, welch ein Wunder, und die automatische Formular-Ausfüllen-Funktion. Die sollte natürlich auch überall da sein, ist sie auch Gott sei Dank. Gut. Dann schauen wir uns die Vor- und Nachteile an. Hier, also bei OnePassword, sehr klar und übersichtlich, verschiedene Synchronisationsmöglichkeiten, sehr gute plattformübergreifende Synchronisation und Integration auch im Betriebssystem, also im mobilen Betriebssystem. Der Punkt ist hier eher teurer, da man das für jedes Betriebssystem einzeln kaufen muss. Dann haben wir Dashlane. Hier kommt eine sehr gute Benutzeroberfläche ins Spiel, eine wunderschöne Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sowas ist natürlich immer wichtig in der IT-Sicherheit und vor allem bei einem Passwortmanager. Dann haben wir verschlüsseltes Cloud-Backup zur Datenwiederherstellung. Ja, nice to have. Und ja, dann kommen wir jetzt zu Sticky Password. Erweiterungen für sehr viele Browser verfügbar. Auf jeden Fall kann ich das bestätigen. Ich nutze auch selber Sticky Password. Hier haben wir auch wieder die Zwei-Faktor-Authentifizierung und wir haben Anleitungsvideo, falls man neu in der Passwortmanager-Materie ist. Genau, dann haben wir günstige Abos. LastPass hat lange Zeit, bis vor kurzem, ihre Nutzer mit ihrem Super-Angebot angelockt und zwar konnte man LastPass so gut wie ohne Einschränkungen nutzen. Und jetzt haben sie eben das Modell umgestellt. Jetzt muss man eben zahlen, wenn man seine Passwörter auf mehrere Geräte synchronisieren will. Deswegen hier günstiges Abo, da sie immer noch ziemlich günstig sind. Und ja.
Ja, kann Passwörter automatisch ändern hier. Das Feature finde ich auch extrem cool, denn wer will denn schon nicht automatisch seine Passwörter ändern? Nee, Spaß beiseite. Wenn man das ab und zu mal braucht, ist es echt nützlich. Wenn man zum Beispiel gehackt wurde und man seine Passwörter schnell ändern will, dann kann man eben das Feature von LastPass sehr gut verwenden. Und das sehe ich jetzt nicht als Nachteil, aber nur browserbasiert. Nur browserbasiert finde ich eigentlich gut, denn so können wir das Ganze auch auf Linux verwenden und ja, gefällt mir eigentlich. Gut, dann kommen wir zur Roboform. Roboform ist sehr schlicht gehalten, hat eine einfache Bedienung, Erweiterung für viele Browser verfügbar, kann sogar auf einem USB-Stick installiert werden und ja, zur Synchronisation müssen Daten online abgelegt werden. Sehe ich jetzt nicht als Nachteil, denn das machen so gut wie alle. Dann haben wir hier Kaspersky, sozusagen ein neuer Player im Passwortmanager-Bereich, und da es eigentlich ein Virenscanner ist. Gut, viele individuelle Einstellungen, kann auf Deutsch umgestellt werden, das können die meisten. Keine Unterstützung für Safari und Opera, finde ich schade, und die Installation dauert etwas länger. Genau, das sind die ganzen Vor- und Nachteile, und jetzt kommen wir auch schon zum Design. Hier habe ich mir gedacht, ja, wenn ihr den Vergleich seht, dann könnt ihr auch gleich mal sehen, wie die alle so ausschauen und könnt euch dann auch am Design entscheiden, was ihr denn jetzt haben wollt. Also rot hier LastPass und grün ist zum Beispiel Roboforms. Hier auch sehr schlicht, wie ich schon gesagt habe. Dann haben wir hier Sticky Password. Also ich finde das Design von dem extrem cool im Vergleich zu manchen anderen. Auch schön blau, wie mein Logo. Und ja, dann OnePassword. Schaut eben so aus, wie es ausschaut hier, grau. Und ja, dann haben wir noch Dashlane. Hat hier eine kleine Anzeige. Gut, das haben auch die meisten, das hat man jetzt nur vorher nicht gesehen. Was bei Dashlane besonders ist, dass sie eben ein VPN, also ein Virtual Private Network, integriert haben. Und jetzt kommen wir zu Kaspersky. Der sieht ebenso aus wie im Kaspersky Virenscanner Design. Genau. Dann kommen wir jetzt zu den Preisen, und hier habe ich für dich extra ausgerechnet, wie viel das jährlich kostet. Du musst hier nur eventuell Dollar in Euro umrechnen. Ihr seht hier die monatlichen Preise direkt drunter, und eins weiter drunter seht ihr die jährlichen Preise. Und hier ist bei OnePassword sind wir bei 47 Dollar jährlich circa, und bei Dashlane sind wir eben bei 39 Dollar jährlich. Bei Sticky Password gibt es eine besondere Lösung, auf die komme ich gleich, und wir sind hier jährlich bei 26 Euro. Bei LastPass sind wir jährlich bei 34 Euro, bei Roboforms jährlich bei 23 Euro circa und bei Kaspersky bei 13 Euro jährlich. So, jetzt eine kleine Story von mir. Ich habe erst Roboforms verwendet. Ich habe mir da damals 5 Jahre gekauft, und irgendwie so beim letzten Jahr, das ich noch über hatte, habe ich mir gedacht, wie soll ich jetzt nochmal für 100 Euro da das kaufen, und habe mir gedacht, ich will einmal bezahlen und für immer haben. Deswegen bin ich zu Sticky Password gewechselt, und ja, hier gibt es eine Lifetime-Bezahlung, das heißt, man zahlt einmal und hat es für immer, und die kostet eben hier 160 Euro. Ist vielleicht eine Überlegung wert für dich. Ich muss dazu sagen, bei mir gab es da einen Deal, ich habe dafür 50 Euro gezahlt, also ich weiß nicht, ob ich da zu dem Zeitpunkt auch 160 Euro gezahlt hätte. Aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe dir hier die Preise jetzt mal vorgestellt, damit du eine grobe Richtlinie hast. Hier der Stand 3.3.2021. Gut, dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Wenn du mir helfen willst, wenn du mich supporten willst, lass ein Abo da, schließ eine YouTube-Mitgliedschaft ab oder lass ein Like da. Bei der Mitgliedschaft kriegst du natürlich auch noch ein paar kleine Geschenke von mir. Und ja, somit kannst du auf jeden Fall den YouTube-Channel unterstützen. Und ansonsten würde ich sagen, pass auf deine Passwörter auf, bleib sicher. Ich wünsche dir einen mega schönen Tag, und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!